begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Die Legende der Gralsburg geistert seit dem Ende der Spätantike durch eine Vielzahl von Büchern. Generationen haben sich mit der Frage beschäftigt, ob das Bauwerk ein Mythos, ein Sinnbild oder Wirklichkeit ist. Mittelalterliche Aufzeichnungen beschreiben eine Burg, die den sogenannten Gral aufbewahrt. Eine neuzeitliche Interpretation der Texte besagt, dies sei eine Stelle oder eine Institution, die Bedeutsames bewahrt und aus diesem Grund unantastbar ist. Die Anhänger der Burgtheorie haben bisweilen irrwitzige Ideen, was den Standort anbelangt. Neben Großbritannien steht der Odenwald, Bayern, Italien, die Schweiz oder Kanada zur Disposition. Die Hinweise in der Literatur sprechen von einem See unweit von Nantes in Frankreich. Sympathisanten der Kelch-These sehen ihn in Spanien oder im Heiligen Land. Der Kelch aus Valencia ist der Datierung nach aus dem 4. Jahrhundert. Josef, ein Baumeister aus der jüdischen Königslinie, kommt daher in Betracht, der ehemalige Besitzer zu sein. Der Ziehvater Jesu stammt aus wohlhabenden Kreisen und ist meinen Überlegungen zufolge ein Vorläufer der Freimaurer und kein Handwerker. Jesus ist kurz vor der Kreuzigung mit seiner zweiten Ehefrau Marthe verheiratet. Marthe ist die Kurzform von Maria Teresa. Seine Schwägerin ist die Miriam Sarah, bekannt unter Maria Magdalena, und sein Schwager ist Lazarus. Da Jesus das letzte Abendmahl im Haus seines Schwiegervaters Simon begeht, stammt der Kelch unter Umständen aus dem Haushalt des reichen, in Bethanien lebenden Afrikaners. Der Kelch ist meinen Forschungen nach nicht der Gral. Näher betrachtet erkenne ich unter der Bezeichnung Gral zwei Bedeutungen. Das ist zum einen eine Schale mit Deckel, die Robert von Boron ein Gefäß nennt. Bei Wolfram von Eschenbach leuchtet das Objekt gleißend, wenn der Verschluss entfernt ist. Das Licht gleicht der Sonne, die durch die Fenster in die Räume scheint. Beide beschreiben eindeutig ein technisches Gerät, mit dem sich gegebenenfalls Mahlzeiten zubereiten lassen. Zum anderen verbirgt sich hinter Gra das keltische Wort für Sohn. Aus San Gra El lese ich daher Heiliger Sohn Gottes. Aus der verschleierten lateinischen Schreibweise Sangrael ergibt sich daher eine weitere Deutung. Sanreal ist eine denkbare Verdrehung, um die Herkunft Jesus aus kaiserlichem Geblüt anzudeuten. Ausgehend von meiner Theorie, wonach der Gekreuzigte im Jahr 297 nach Christus zur Welt kommt und zweimal heiratet, ergibt die Verschiebung der Buchstaben einen Sinn. Nach meinen Recherchen ist der leibliche Vater von Jesus ein hochrangiger Römer und seine Mutter eine Urchristin mit bretonischen Wurzeln, die in Jerusalem lebt. Sein Vater ist der spätere Kaiser Konstantin und seine Mutter die urchristliche Priesterin Maria Minervina. Der Schutz der Nachkommen Jesu ist erforderlich, da kaiserliche Familienmitglieder nicht zögern, ihre Rivalen zu töten. Jesus flieht daher nach seiner Auferstehung zu dem geerbten Anwesen seiner Großeltern Joachim und Anna in die Bretagne. Ihn begleiten sein Cousin Josef, der Sohn des Josef von Arimathea, und seine Töchter Athan und Vivian. Unterwegs scheint Jesus in Konstantinopel ebenfalls seine Tochter aus erster Ehe, Tertelachor, mitgenommen zu haben, die Mutter seines späteren Enkels Prickos. Das Schiff setzt in Lorient die Anker. Der Ort hat seinen Namen von den Schiffen, die dort aus dem Orient anlegen. Josef von Arimathea der Jüngere gründet dem Mythos der Bretagne nach in Questonbert die erste neuchristliche Gemeinde. Mit zum Tode Verurteilten an Deck treibt ein steuerloses Boot über das Mittelmeer. An Bord sind Marthe, Jesus' zweite Gattin, Lazarus, Maximin und weitere Marien. Das Boot landet in der Provence. Der Ort heißt heute nach diesem Ereignis Saint-Marie-de-la-Mer. Auf dem Weg in die Bretagne zu ihrem Gatten Jesus erreicht Marthe den Ort Nerluc.
Der Legende nach band die Heilige eine Taraske. Das ist meinen Forschungen nach kein Drache, sondern ein annähernd ausgestorbener Rieseneber. Nerlück heißt heute Tarascon. Ich vermute, Jesus erfährt von dem Aufenthaltsort seiner Gattin Marthe, gibt den Bau der Gralsburg in Auftrag und begibt sich auf den Weg nach Südfrankreich. In Lourdes stirbt der Gesalbte, ohne bis Tarascon gelangt zu sein. Lazarus, der Bruder der Macht, ist in Autun in Frankreich begraben. Dieser ist meinen Überlegungen nach auf dem Weg nach Augusta Trevorum, der Hauptstadt der Provinz Gallia, und in Autun verstorben. Maria von Magdala, die Schwester von Marthe und Lazarus, lebt bis zu ihrem Tod in der Provence, in einer Höhle und ist in der Krypta der Basilika von Saint-Maximin-la-Sainte-Baume beigesetzt. Wolfram von Eschenbach verwendet in seinen Texten Tarnnamen, um die wahre Herkunft der Jesusfamilie bewusst zu verschleiern. Titurel, der Sohn von Anna Enigea, der Schwester des Josef von Arimathea, baut die Gralsburg für den Enkel von Jesus. Das ist der Sohn der Tertelchoir, der Tochter der ersten Gemahlin Jesus. Der Enkel von Jesus mit dem Decknamen Bricus schwebt in Lebensgefahr, da ihm ein kaiserlicher Thron zusteht. Sein Bruder Lascelles stirbt mit 21 Jahren bei einem Feldzug gegen die Perser. Die Gralsritter verhindern die Thronbesteigung des Bricus und schützen ihn vor den geplanten Mordanschlägen aus der eigenen Familie. Die Hüter des Enkels Jesu sind in der Folge Frimutel, der Sohn des Titurel, und nach ihm sein Sohn Anfortas, der sogenannte Fischerkönig. Sein Fischgrund ist ein See nahe der Gralsburg, die sich der Legende nach vor den Augen der Reisenden versteckt. Diese Redewendung heißt, ein Hügel versperrt die Sicht auf das Bauwerk. Gebaut am Mont Salvage heißt nach meiner Lesart entweder Mont Salvant et Chier, Berg des trägigen Windes und der Scheiße, oder Mont Sable Vierge, Berg des jungfräulichen Sandes. Sand und Wind assoziieren Küstennähe. Die Karte der Marion Wynn hat mir entscheidende Hinweise geliefert, denn ich habe nach folgenden Bedingungen gesucht. Ein See, der direkt am Meer liegt. Ein Küstenstreifen bei Nantes. Ein Hügel, wohinter die Burg sich versteckt. Ein Ort, der sich mit jungfräulichem Sand oder heftigem Wind in Verbindung bringen lässt. Idealerweise den Namen eines Heiligen trägt. Im Dunstkreis von Anjou liegt. Ein Sumpfgebiet vorkommt. Ignorieren wir die aus heutiger Sicht falsche Lage von Nantes auf der Karte, bleibt die Mündung der Loire, das Meer und der Sumpf. Bei genauerer Betrachtung der Karte habe ich den ursprünglichen Lauf der Loire oberhalb von Nantes entdeckt. Hier erstreckt sich ein weiteres Nassgebiet, womit die Karte wieder halbwegs stimmig ist. Mir fallen 2 Dörfer auf, deren Ortsnamen einen Bezug zu Jesus haben. Seine Schwägerin und Apostolin Maria Magdalena heißt auf Französisch Notre Dame, unsere Dame, Notre Dame de Mont, und Johannes auf Französisch Jean, Saint Jean de Mont. Parallel zur Küste fällt ein Bergrücken auf, weshalb die Ortsnamen auf Mont, französisch für Gebirge, enden. Die Bezeichnung ist irreführend und der Begriff Hügel wäre angebracht. Bei näherem Hinschauen habe ich den See entdeckt. Teilweise ist das Gelände versandet und heute ist dort ein Golfplatz angesiedelt. Das ist der lange gesuchte See, in dem Anfortas gefischt hat. Ein anderer Hinweis auf den Standort der Gralsburg ist der lange Sandstrand. Der Wind weht direkt und ungebremst vom Meer her, was den Ort im Winter unattraktiv macht. Die ausgebauten Hauptverkehrswege der Römer und der Kelten sind weit entfernt. Die verlassene Gegend ist ein ideales Versteck für den Nachfahren des Heilands. Für den Reisenden, der über eine der matschigen Nebenstrecken an den Hügeln vorbeikommt, ist die Burg nicht zu sehen. Daher die französische Redewendung, die Burg habe sich versteckt. Leider ist mir bisher nicht gelungen, den exakten Ort der Burg zu lokalisieren. Mögliche Standorte sind heute überbaut. Interessanterweise heißt ein Ortsteil von Saint-Jean-de-Mont La Paris-Jésus, der Schutz Jesu. Hier hat sich unter Umständen im Volksmund mehr erhalten, denn in den Bibliotheken. Leider macht die Bebauung die Suche nach Überresten schwierig, da das Paris-Jésus Privatgelände ist. Das sind ungünstige Bedingungen für Archäologen und Schatzsucher. Die Gralsburg verfällt nach dem Tod von Lohengrin und gerät in Vergessenheit. Die Gralsritter existieren im Untergrund weiter, bis sich die Truppe im Jahr 1118 neu erfindet und sich Templer nennt. Ich habe mich gefragt, ob heutzutage eine Burg existiert, die den Angaben in den alten Texten ähnelt. Von einem hohen Turm ist die Rede, auf dem sich ein Pärchen küsst.
Der Hof ist mehreckig, annähernd rund und die Gebäude schmiegen sich an die Mauern. Ein Kreuz ziert das Hauptgebäude. In der normannischen Stadt Gisors habe ich einen Zwillingsbau entdeckt. Ich halte die Burg für einen Nachbau der Gralsburg. Der Legende nach haben die Templer hier im Jahr 1307 einen Teil ihres sagenhaften Schatzes versteckt. Bis heute ist das Gold nicht gefunden worden. Die Behörden haben weitere Grabungen untersagt, da das Gebäude unterdessen einsturzgefährdet ist. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen und hat zur Reflexion angeregt. Wenn meine Themen Ihre Beachtung finden, abonnieren Sie den Kanal von Kontrabasta. In meinem Buch Jesus Christus und andere Fälschungen sind die hier vorgestellten Sujets samt Quellen nachzulesen. Durch den Erwerb unterstützen Sie zudem die Produktion weiterer Folgen der Ex-Mystiker. Lesen Sie zudem kostenfrei meine Artikel bei der Online-Zeitschrift mystikum.at.